And you know that when the Occupy activists took over Zuccotti Park. Und ihr wisst, als New York City die Occupy Movement dort tätig wurde zuerst, the main thrust was against the big banks, against Wall Street. War natürlich der erste Tagesordnungspunkt ein Protest gegen die großen Banken. But the banks and the financial centers, both in New York but all over the world, the IMF and the World Bank, represent the greatest threat to democracy in the world. Und es ist aber so, dass diese Banken, wie sie alle nun mal heißen mögen, ob das der internationale Währungsfonds ist oder die Banken, die großen Banken international alle sind in und an sich schon die größte Bedrohung einer Demokratie. And so it's my experience that Occupy activists recognize that symbolism. Und so ist es meine Erfahrungswert, dass die Aktivisten in der Occupy-Bewegung diesen Zusammenhang erkennen. But in the context of discussing the greatest threat to democracy, aber in dem Zusammenhang, was ist denn jetzt die Fragestellung, was ist denn der größte Bedrohung der Menschheit? It's also important to talk about racism. Ist es natürlich auch wichtig, über zum Beispiel Rassismus zu sprechen. And of course police violence, because police have had many clashes with Occupy activists all over the country. Und eine weitere Bedrohung ist natürlich auch die Frage der Polizeigewalt, weil die ja auch die Occupy-Bewegung ja auch bedrohen. And initially there were those who were saying the police are our friends, they were part of the 99%. Und auch dieser Widerspruch, dass die Polizei oder die Polizisten, die da sind, natürlich auch ein Teil der 99% auch sind. But after Scott Olson was attacked in Oakland, und nachdem Scott Olson von der Polizei brutal zusammengeschlagen worden ist von der Polizei in Oakland, the question of police violence began to be raised all over the country in all of the Occupy sites. Wurde dann die Frage der Polizeibrutalität national diskutiert, in allen Occupy-Orten. And so also there are discussions about misogyny. Misogyny is Frauenfeindlichkeit. Okay. Thank you. Homophobia. Also die ganzen Fragestellungen, Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Transphobie, also transsexuelle Phobie, also no, not transsexuelle, okay. Transphobie. Transphobie, yeah. Okay. Because it's transsexuals and transgender. Transgender, okay. So transgender is the I know the language, the vocabulary is evolving. But also about the environment. Auch zu der Frage der Ökologie, der Umwelt. And the military. Und die Militärkomplex. So I think the movement is negotiating how to address these issues. Und daher glaube ich, dass diese Bewegung dabei ist, neu zu verhandeln, wie diese Themen zusammenhängen. And how to address them as a movement. Und wie diese Themen dann als Teil dieser Bewegung. And not to take them up in a hierarchical sense. Und sie nicht als Hierarchie in einer Form von Bedeutung, nicht in einer Hierarchie sich dem zu stellen, sondern and not for example to say that economic issues are more important than defending the rights of immigrants. Eben nicht zu sagen, dass ökonomische Fragen wichtiger sind als zum Beispiel Fragen der Immigranten sind. But rather recognizing the interconnection. Und eher dann zu sehen, wo die Überschneidungen sind. So I think this is the power of the Occupy movement, all over the world. It's learning how to develop a sense of the relationship among all of these issues. Und das ist die Kraft, die in dieser Bewegung steckt, nämlich dann
zu sehen, wie diese Themen, diese Überschriften miteinander zusammenhängen und sie auch weiterzuentwickeln. So if we bring together the 99%, Also wenn wir die 99% zusammenbringen, then we have to figure out how people can be together. müssen wir dann mit denen gemeinsam Exactly. entwickeln, wie wir zusammen sein wollen. And that's very important for democracy because that is the democracy we do not have today. Und das ist die Frage der Demokratie, weil es eine solche Demokratie wir heute noch nicht haben. There is a consciousness of the international scope, and the genealogy that is often used is first Tahrir Square, and then Spain, and then of course what wasn't known, I should say. Es gibt ein Bewusstsein, also die Frage war zuerst nach dem Bewusstsein in den USA über die Herkünfte dieser Occupy-Bewegung. Und Angela antwortet jetzt und sagt, es gibt dieses Bewusstsein. Ägypten, Spanien, dann USA. But it's especially in Egypt, especially Tahrir Square, because at that time workers in Wisconsin rose up. There was an amazing movement in the state of Wisconsin. Das ist auch ein bisschen das hängt ein bisschen damit zusammen, dass also Arbeiter in dem Staate Wisconsin zu derselben Zeit dann eine Bewegung entwickelten. And in Wisconsin, they identified with what was happening in Egypt. Die haben sich identifiziert mit dem, was in Ägypten los war. So what is so exciting about this new movement is precisely its global character. Und das, was so besonders aufregend an dieser Bewegung ist, dass sie wirklich eine globale Bewegung ist. And I don't think that that activists in the U.S. want to pretend that they were the first to do it. Oh, I have to admit that in the U.S. There is such provincialism. Also auch wenn allgemein gesprochen es ein Bewusstsein schon über diese globale Zusammenhänge und Ursprünge dieser Bewegung existiert, muss ich zugeben, dass aufgrund von Provinznationalismus in den USA. But precisely what is changing as a result of the Occupy movement Das ist das, was genau jetzt sich verändert wegen dieser is that Occupy-Bewegung. sense of connectedness with people who are struggling all over the world. Die technische Einwand? Ja, kurz noch die Übersetzung. Also einfach nur eine Info. Wir hatten gerade die Übersetzung nicht noch, dann die. Okay. Also genau, ist es genau aufgrund der Tatsache, dass es diese internationale Vernetzung gibt, dass dieses Bewusstsein auch in den USA sich verändert und diese globale Zusammenhänge deutlich werden. This was my hope, that it's really working. Yes. And the second question, I think that with the new social networks and all of the media that people have learned how to use, it's possible to counter the power of the corporate media. Und zu der zweiten Frage sage ich, mit den ganzen neuen Medien, also mit den sozialen Netzwerken und die Tatsache, dass es heute ganz viele Leute gelernt haben, damit umzugehen, gibt es eine gute Möglichkeit, diese hierfür gewinnbringend oder erfolgreich einzusetzen. The corporate media didn't create the Occupy movement. Also die Mainstream-Media hat die Occupy-Bewegung ja nicht installiert. But they, at least in the States, I can't speak about the media in Germany. Ich kann nicht sprechen für die Mainstream-Media in Deutschland, aber in den USA. But in large part, it's been sympathetic coverage.
ist dann die Berichterstattung der Mainstream-Media relativ befürwortend oder wohlwollend gewesen. As a matter of fact, in Oakland, the mayor, Jean Quan, Zum Beispiel in Oakland hat der Bürgermeister had to admit that musste zugeben, dass the police assault on Occupy activists in Oakland should not have happened. musste sagen, dass diese Polizeibrutalität in Oakland hätte nicht passieren dürfen. And that was largely because of the coverage of the dominant media. Und das war dank der Mainstream-Medienberichterstattung. So it's an example of how to produce democratic coverage from below. Und das ist ein Beispiel, wie man von unten her demokratische Berichterstattung auch erwirken kann. And it's so at one point the big media, the dominant media, are going to have to capitulate to the grassroots media. Und es wird ein Zeitpunkt kommen, wo also die bürgerliche oder Mainstream-Medien einfach zusammenfalten muss und eingestehen muss und den Fackel weitergeben muss an die Basismedien. Also So I would just say, keep doing what you're doing. weitermachen, was ihr macht. Wie ist die Beziehung der Arbeitenden, also so Workers Movement und der Occupy-Bewegung? Das sind so meine wichtigsten Fragen jetzt. Well, the second part of the first question, students have been very active as well. Und die Studenten sind auch aktiv. At UC Berkeley, An der Universität in Berkeley there was an occupation at Sproul Plaza, war eine Demonstration, eine Okkupation, which was the site of the old free speech movement. An dem Ort, wo früher die alte freie Meinungsäußerung Bewegung In 1964, in 1964 the student movement Das war eine in the studentische States. Bewegung in den USA. So students have been very active, both in the other sites, but also in the university. And one of the main demands is to eradicate student debt. Und Studenten sind auch sehr, sehr aktiv gewesen und unter anderem auch die studentische Schuldenberge dann abzubauen bzw. zu stornieren. Because you know that it costs $25,000 to $40,000 a year to attend the university. Weil es in den USA sehr, sehr teuer ist zu studieren, zwischen 40.000 und 45.000 $ im Jahr. And so when students graduate, having used loans during the period of their study, they owe $100,000. Und deswegen sind die Studenten, die per Bankanleihe dann ihr Studium finanzieren haben müssen überhaupt, gehen dann aus dem Studium mit Schuldenberge von 100.000 Before they've even begun to work. bevor die überhaupt angefangen haben zu arbeiten. In relation to the second question, Also jetzt zur zweiten Frage. unions have been very much involved in the Occupy movement. Haben die Gewerkschaften sie sehr eingebracht in diese Bewegung? In New York, a lot of the mobilizations that have happened with thousands of people have happened as a result of the mobilizing work done by progressive and radical unions. Also zum Beispiel in New York City ist ganz viel der Mobilisation von größeren Demonstrationen dank der radikaleren oder fortschrittlicheren und radikaleren Gewerkschaften in New York City zu verdanken. The strike on November 2nd in Oakland, the general strike, Also der Generalstreik am 2. November in Oakland was actually suggested by rank and file union members. waren von Gewerkschaftsführern vorgeschlagen worden. And they suggested that we march to the port and shut the port down. Und es war deren Vorschlag gewesen, zum Hafen zu gehen und diesen Hafen lahmzulegen. And we did shut the port down. Das ist uns gelungen. We did. And it was amazing to see this thousands of people. It was multi-generational, multi-ethnic, multi-everything.